Hält, was es verspricht. Boah. Halleluja. Kann man machen, ne? Boah, richtig geil cremig, also Top-Creme, ne? Ja. Damit herzlich willkommen zurück auf unserem Zweitkanal. Heute sind wir in Bielefeld bei Nonnas und deswegen habe ich auch gleichzeitig den lieben Giuliano, Inhaber, mit dabei, der, ich sag mal so, das vielleicht beste Restaurant in Bielefeld 2022 führt. So habe ich es auf jeden Fall gelesen. Mein Lieber, vielen Dank erstmal, dass wir heute hier sein dürfen. Sehr gerne. Ihr steht ja für italienisches Soul Food. Was bedeutet das? Für uns ist es der Mix aus traditionellen Gerichten, die wir so ein bisschen aus unserer Heimat kennen, also aus Italien, von unserer Nonna. Daher, Omas? Genau, also genau. Nonnas ist vom Konzept her halt traditionelle Küche mit modernen Einflüssen. Wir haben eine napolitanische Pizza, die auch als Weltkulturerbe bei der UNESCO gelistet ist, aber auch italienische Pasta-Gerichte, die wir so ein bisschen neu interpretieren. Was du mir ja auch erzählt hast, euch gibt es jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, auch erst seit 4,5 Jahren. Ja. Ne? Und dafür muss ich sagen, ich war ja vorhin gerade schon mal drin, läuft es bombastisch, oder? Wir können, ja, ich glaube, wir können ganz glücklich sein, so wie es läuft. Macht auch jeden Tag wieder Spaß. Ist natürlich immer schön, wenn du einen vollen Laden hast. Deswegen sind wir heute hier. Wie gesagt, mich hat das Ganze so ein bisschen aufmerksam gemacht und ich würde sagen, wir gehen rein, schauen mal, was der Laden so zu bieten hat. Komm mit. Und letztendlich, was uns da geschmacklich überzeugt. Los geht's. Ich freue mich. Ja, Leute, damit ist es soweit. Ihr seht, die Eindrücke habt ihr natürlich gerade schon gesehen. Ne? So ein bisschen, wie es hier aussieht und wie voll es ist. Und auch schon, wie die Pizza zubereitet wird. Da kommen wir natürlich gleich zu. Wir machen es so, wir haben eine klassische Vorspeise hier, womit wir anfangen, kommen dann zu den Hauptspeisen und Abschluss noch was Süßes. Genau, Giuliano, so sieht's womit aus. fangen wir an? Mit der Buratina ist einer unserer Klassiker, geschmorte Cherrytomaten, so ein bisschen leicht süßlich. Ja. Darauf Burrata, Basilikum und eine Balsamico-Creme. Sehr klassisch, sehr schlicht, aber sehr lecker. Ja. Das, Habt ihr Burrata, ich sag mal erst seit kurzem, auch schon seit längerem, weil ich sehe gerade aktuell sehr, sehr viel Hype auch um Burrata, ne? voll. Wir haben Burrata seit 4 Jahren. Okay, Seitdem wir aufhaben. Okay, also einer der ersten, sagen wir mal so, ne? Dann schauen wir mal, ob sich das Ganze durchsetzen kann, wie es schmeckt und dann starten wir natürlich jetzt mit der Vorspeise. Perfekt. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Danke dir. Gerne. So, dann würde ich sagen, testen wir das Ganze jetzt mal auf. Ne? Ich muss ja auch ehrlich sagen, deswegen habe ich es ja auch angesprochen, ich liebe einfach mittlerweile Burrata. Ist auch meine Lieblings-napolitanische Pizza geworden. Ich finde diese Kombo einfach super und deswegen auch toll. Das ist wirklich, ich habe immer meistens oder so, sage ich ja immer so ein bisschen auf Empfehlung, ne? Weil ich komme ja das erste Mal hierhin, klar mache ich mich schlau, aber ich sag mal, was man am besten präsentieren oder auch für Bekanntes oder anbieten kann, das obliegt ja meistens so dem Geschäftsführer bzw. dem Lokal selbst. Ne? Aber wir probieren das Ganze jetzt mal. Bin mal auch, wie gesagt, mit den Kirschtomaten darauf gespannt. Nehmen uns mal, wie gesagt, so ein Stückchen Burrata mit den Kirschtomaten. Probieren mal. Oh, wirklich lecker, ne? Oh, ist das lecker! Also wirklich toll. Toller Geschmack. Bisschen Balsamico oben drüber, ne? Das sieht man. Und ist jetzt ja auch gar nicht so, ich sag mal, dass die Burrata, ich sag mal, zerfällt, sondern wirklich so schön ein bisschen fest ist. Und auch die Kirschtomaten, sage ich mal, mit der Soße sind so ein bisschen warm. Und das Ganze finde ich nachher natürlich auch so richtig schön auf der Pizza. Ne? Also hat einen tollen Kombo-Geschmack, muss man sagen. Ne? Ich kann euch das Ganze auch hier mal so zeigen. Wie gesagt, unten ist es richtig, richtig schön warm. Das fühlt man auch, wenn man den Teller in der Hand hat. Und da seht ihr so richtig schön den Burrata-Käse oben drüber, die Kirschtomaten, dann eine schöne Wärme dazu. Wie gesagt, so ein bisschen kalt der Burrata dazu, also auch mit dem Balsamico. Eine leichte, aber dennoch schmackvolle, ich sag mal, für mich jetzt Vorspeise. Ich glaube, die hätte ich mir sogar selber hier geholt, wenn ich hier hingegangen wäre. Tolle Vorspeise, lassen wir uns gut geben. Und dann freue ich mich jetzt schon auf die Hauptspeise. Runde 2 und damit sind wir, wie ich schon wieder sehe, bei Burrata. Und ich habe Giuliano gerade gesagt schon mal, wir machen es ja immer so, ich sag mal, so ein bisschen auf Empfehlung des Hauses, habe ich gerade gesagt. Und du hast tatsächlich, ich sag mal, meine Lieblingspizza mittlerweile erwischt, so sage ich mal. War Zufall, ne? Also da gibt es nichts. Aber mittlerweile bin ich einfach ein Burrata-Fan. Auch hier präsentierst du es wieder auf der Pizza. Haben wir vor uns, aber bevor ich zu viel quatsche, ne, was haben wir vor uns? Ja, ich muss dich ein bisschen korrigieren. Okay. Es ist keine Burrata, es ist Stracciatella di Burrata. Also quasi der innere Kern der Burrata. Okay. Kommt aus dem Italienischen, kommt sehr, also Burrata ist ja eh, die Heimat ist Apulien. Ja. Aus der Ecke komme ich auch tatsächlich. Und da wird du musst dir das vorstellen, die wird quasi auseinandergezogen. Ja. Und dann nochmal in dieser Molke eingelegt. Und so hast du die Stracciatella, die ist halt schon so. Ah, also ist das nochmal anders auch als gerade, ne? Als wir Genau. jetzt vor der Vorspeise hatten, ne? Okay. Ich muss aber auch zugeben, es ist eine meiner Lieblingspizzen. Ah, okay, Ja, ja, also dann sind wir auf jeden Fall vom Geschmack her schon mal gleich. auf jeden Fall. Was bei uns noch ein bisschen Signature ist, wir haben als Soße eine Parmesancreme. Okay. Keine Tomatensoße klassisch, Pistazien,
Habe ich tatsächlich in letzter Zeit viel gesehen, die auch so ein bisschen mit einer French Creme arbeiten, ne? um so ein bisschen Pep noch reinzubringen. So, ne? Ja, probieren wir unsere. Ja. Dann reden wir weiter. Ich bleibe jetzt mal sitzen, ich möchte deine Reaktion Okay, sehen. ihr habt's gehört. Dann würde ich sagen, probier. Ist nicht geschnitten, ne? Nee, wir schneiden keine Pizzen. Ja. Das ist nicht authentisch. Ich bin gespannt. Du darfst sehr gerne mit der Hand gleich essen, ne? Du darfst auch falten. Mein Lieber, auf diesem Kanal gehört eins dazu, das ist Kleckern und sich richtig gut gehen lassen. Und das machen wir jetzt auch. Deswegen schneide ich das jetzt mal schön in so einem, ich sag mal, Dreieck. So. Bin gespannt. Dann haben wir sie mal geschnitten. Leute, wir nehmen uns jetzt mal ein schönes Stück und das, wie gesagt, auf dem Kanal gehört dazu, sich auch ein bisschen einzusaugen, beim Essen gut gehen zu lassen. Soul Food für die Seele, ne? Auf jeden Fall. Hält, was es verspricht. Aber wie du schon sagst, ne? Man schmeckt sofort so eine leichte säuerliche Creme. Kann das sein? So ein leicht säuerlicher Geschmack, du hast ne? halt den Parmesan Ja. als Grundbasis für die Creme. Das gibt halt so ein bisschen die Säure, ne? Was Ja. du bei so einer French Creme, die ist ja eigentlich eher sehr neutral, ist ja eigentlich dann immer so ein bisschen Creme fraiche Schmand. Und bei unserer hast du halt wirklich den Parmesan, der ein bisschen im Vordergrund ist. Gibt der Pizza nochmal einen anderen Ausdruck auf jeden Fall. Ich habe von der Pizza tatsächlich schon viele jetzt gesehen. Wie gesagt, in Düsseldorf, Köln, Umgebung, also gerade Deutschland ist ja Neapolitaner Pizza sowieso immer ein Trend. Voll geworden, ne? Also in den Voll letzten geworden. 4 Jahren, wir haben das Konzept 2020 Ja. ins Rollen gebracht und 21 dann nach Corona eröffnet und dann war das ja Schlag auf Schlag, ne? Dann kam immer mehr, ja, Also das habe ich auch mittlerweile festgestellt. Pizza ist nicht gleich Pizza, keinen Fall. weil ich habe zum Beispiel auch, die hat mir sehr gut gefallen in Düsseldorf, die ist quasi so weich gewesen, dass ich sie gar nicht schneiden konnte und dann auch vorne so richtig, ich sag mal, so abgefallen. genau, Ne? das ist Ist das für dich jetzt so eher, ich sag mal, vielleicht auch was man überlegen kann, um das Ganze noch weicher zu machen? Oder ist das vielleicht dann auch irgendwann dieser Touch, wo das hier in Deutschland, ich sag mal, fürs Essen einfach nicht mehr geeignet ist, dass man es deswegen vielleicht auch ein bisschen anders macht, ne? genau, also es gibt diese napolitanische, die wirklich weich ist, Ja. die du gar nicht als Stück nehmen kannst, die bricht dir weg. Genau, die bricht weg. Ist bei viel Belag immer schon schwierig, Ja. weil du einfach nichts mehr drauf hast am Ende. Ja. Ich sage immer, wir sind vom Prinzip her so ein bisschen Napoli-Ostwestfälisch. Oh ja, ja, ja. Also wenn du Ein bisschen verstehst- deutsch eingebürgert, sag ich mal. Genau. Ja. Also es ist immer noch, wir haben einen Teig, der 72 Stunden ruht, also es ist tatsächlich alle Merkmale gegeben, die eine napolitanische Pizza ausmachen. Schmeckt umso geiler. Vor allem, ich sag mal so, mit der schönen Soße mit dazu. Also hat nochmal, wie du schon sagst, so einen säuerlichen Geschmack. Mit meiner Lieblingspizza dazu, ne? Schön Pistazie drüber. Was gibt Geht Besseres, immer, ne? So sieht's aus. Haben wir gleichen Geschmack auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich lass mir das eine oder andere Stück noch gut gehen. Mach das. Danke dir. Und Bis gleich. Runde 3, diesmal eine Pasta. Es sieht nach Carbonara aus. Genau, es ist eine authentisch italienische Carbonara. Ja. Wir haben keine Sahne drin. Meine allererste Frage, Ja. bevor ich sorry, dass ich unterbreche. Die Nudeln, sind die selbst gemacht? Nein, tatsächlich nicht. Dafür haben wir gar nicht die Möglichkeiten Ja. vom Raum. Wäre super spannend, Ja. aber wie du siehst, der Laden ist jeden Abend brechend voll. Ich habe auch gerade mal gefragt, 40 Mitarbeiter oder so habt ihr Genau, mittlerweile, 40 ne? Mitarbeiter, klar nicht alle in Vollzeit, aber ja, 40 Mitarbeiter. Wir arbeiten am Wochenende mit 2 Rutschen quasi, also gleich wird der Laden nochmal voll. Ja. Und das ist natürlich dann schon vom Durchlauf. Aber wahrscheinlich Pastamacher eures Vertrauens so ein bisschen, ne? Genau, Ja. der Hersteller unseres Vertrauens, wir arbeiten auch nur mit einem Hersteller. Ja, Klassische Carbonara, oben ein bisschen Parmesan drüber. genau, bisschen Parmesan, bisschen grober Pfeffer, Eigelb, Pancetta. Ja. Schönes. Tatsächlich hatten wir es erst mit Guanciale, das ist ja das Originalrezept. Ja. Es kam nicht gut an, weil Okay. das hierhin zu würzig war. Das ist Okay. für den deutschen Gaumen sehr schwer. Ja. Deshalb Pancetta, Pecorino, Was ist der Unterschied? Guanciale. Ja. Jetzt hast du mich erwischt. Ah, okay, Wie's- Also ich kann es dir geschmacklich Weil erklären. sonst hätte ich jetzt einfach gesagt, ich weiß, wovon ich spreche, aber ich wusste es jetzt auch nicht in dem Moment. Genau, Guanciale ist quasi noch vom Fettgehalt noch höher und Ja. extrem würzig. Da ist so der normale italienische Ja. Speck und Guanciale ist so ein bisschen würziger, noch Ja. intensiver und deshalb mochten es halt viele nicht. Probier mal, sag Ich bin mir, wie gespannt. du es findest. Auf jeden Fall. Guten. Danke dir. Ist so interessant, wenn man Leuten beim Essen zuguckt. Bin selber nervös, sage ich mal, wenn der Chef immer dabei sitzt. Aber vertraue ich mal, vorhin hat alles schon mal gut geschmeckt. Probieren das erste Mal. Boah. Richtig, richtig schön.
Salzig schmeckt man auf jeden Fall. Ja. Ne? Also sehr, sehr salzig, mag ich aber persönlich sehr. Wie gesagt, ich stehe auf sehr salziges Essen. Aber ich finde gar nicht so zu krass jetzt, ich sag mal so von so einer Soße her. Ne? Viele, ich sag mal, übertünchen Carbonara viel, sag ich mal, mit so Sahne, damit es deftig kräftig ist. Irgendwie kriegt man es dann immer hin. Ne? Katastrophe. Ist jetzt hier gar nicht so, ne? Nee, wir haben gar keine Sahne, wir haben wirklich nur das Eigelb, Nudelwasser, den Saft von dem Pancetta so ein bisschen und den Pecorino. Und Ja. daraus emulgierst du halt eine Soße, die dann ja noch, wenn die Carbonara, also die Nudeln heiß sind, mit in die Nudeln kommt. Und dadurch hast du halt genau das, was wir sehen. Es legt sich um die Nudel. Ja, man sieht es auch, ne? Also Genau. jetzt gar nicht eine Soße, die so runterläuft, Nee, gar sondern nicht. wirklich so eingecremt in der Nudel, ne? Genau, perfekt. Was geht bei euch so besser über die Theke? Nudel oder Pizza? Ist immer noch so Pizza der typische? Ja, Pizza 60-40, Ja. das war aber auch schon mal anders. Ja. Also die Leute verbinden uns halt mit Pizza. Ja, okay. Da musst du die Leute halt auch hinterziehen. Ja. Das haben wir aber gut geschafft und jetzt gerade unsere Vorspeisen gehen sehr gut, das Ja. muss man ehrlich sagen. Ja, mittlerweile ist das gut ausgewogen. Lass uns die Pasta noch mal ein bisschen gut gehen, ne? Mach das. Und dann runden wir gleich sogar noch mit dem Dessert ab, ne? Aber erstmal geht die Pasta runter, ne? Alles klar. So, wir kommen zum letzten Gang. Genau, der Abschluss. Der Abschluss, meistens immer am schönsten, ne? Hoffe ich doch. Ja, und so sieht es vom Bild her, sage ich mal, auch schon aus, ne? Tiramisu hast du mir gerade schon mal gesagt, ne? Genau. Selbst gemacht alles. Genau, alles selbst gemacht. Ein bisschen anders als das klassische. Wir haben keine Löffelbiskuit, sondern wir haben also einen Biskuitboden, den wir selber backen. Mascarpone-Creme, die Zubereitung von den Zutaten halt klassisch. Bei uns tatsächlich ohne Alkohol. Das wollte ich gerade fragen, mit oder ohne, ne? Da streiten ja sicher so ein bisschen die Geister, ne? Ja, dann probier mal. Ich habe dir noch Werkzeug mitgebracht. Sehr schön, eine. Genau. Probieren wir mal. Oh, ich liebe das ja, wenn das so wie Butter durchgeht, ne? Ja, das ist schon geil, ne? Weil so erft man sich das auch im Mund natürlich, ne? Probier mal ein Stück zusammen. Boah. Halleluja. Kann man machen, ne? Boah, richtig geil cremig, also Top-Creme, ne? Ja, danke Boah. dir. Ja, wirklich richtig schöne Creme. Deftig, muss man schon sagen, ne? Also da muss man definitiv noch Platz haben nach einer Pizza und Pasta. Das ist Aber auch so ein schönes Dessert zum Scheren. genau, ne? Also das ist wirklich so ein Ding links, rechts. Ich sag mal, wenn du jetzt noch eine Gabel hättest, dann hätte ich gesagt, komm, wir hauen das Ding jetzt mal zusammen noch weg. Aber das schmeckt schon, also wirklich top, ne? Also geschmacklich richtig gut. Das freut mich, das höre ich sehr gerne. Auch ein bisschen kühl dabei, ne? Ich liebe, das ist das Wichtigste. Ja. Es muss kalt sein. Der Kaffee muss, also der Biskuitboden muss mit Kaffee vollgesogen sein und es muss kalt sein. Ja. Wobei ich sagen muss, also man schmeckt den Kaffee raus, Kaffeegeschmack, ne? Aber ist nicht so dominant. Genau, nicht so dominant. Das hast du auch ganz oft, ne? Ich sag mal, wenn mal ein bisschen weniger Alkohol drin ist, hast du dann oft diese andere Variante, dass richtig viel, ich sag mal, dann Kaffeegeschmack zukommt. Und gerade für die Leute, die, sag ich mal, jetzt auch nicht so auf den krassen Kaffeegeschmack stehen, So wie ist das. du? Nee, ich liebe Kaffee übrigens. Liebst du Ich Kaffee? liebe Kaffee. Nur ich habe ja gerade, wir haben nach dem Espresso nochmal gefragt, wenn ich abends einen Kaffee trinke, dann werde ich nochmal richtig wibbelig. Ja, das stimmt. Aber ansonsten bin ich wirklich auch Kaffee-Schwarz-Fan, weil ich liebe Kaffee wirklich so vom Geschmack her. Und deswegen schmeckt es mir wirklich also richtig gut. Top-Nachspeise. Also von mir kann ich nur sagen, weiter so. Ich komme gerne wieder nach Bielefeld Sehr und gerne. ins Nonners. Herzlich Ne? Also ich sag mal, Soul Food, wie der Name schon sagt, mein Magen fühlt sich wohl. Damit ist alles, glaube ich, richtig. Ne? Alles gesagt. So sollte es sein. Das freut uns sehr. Ich danke dir Ich auch danke für, dir. ich sag mal, unsere Unterhaltung, ne, dass du das Ganze mit vorgestellt hast. Ich habe gerade auch gesagt, das ist einfach, ich sag mal, nochmal authentischer und viel mehr Background, wenn derjenige, ich sag mal, der dafür verantwortlich ist oder das Ganze herstellt, auch, ich sag mal, präsentiert, als wenn ich irgendwie ein bisschen quatsche, wie es schmeckt und du das von dir aus sagst. Ne? Auf jeden Fall. Ne? Also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. War Freut cool mit mich. dir. Ist eine coole Erfahrung auch für mich immer wieder. Ja. Ja, komm gerne wieder. Auch Sehr ohne gerne. Kamera. Sehr gerne. Kommen wir wieder, auch ohne Kamera. Heißt nichts, man müsste zu Hause bleiben. Aber checkt natürlich gerne Nonners ab, ne? Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Gerne den Kanal abonnieren. Unsere Bielefeld, Deutschland, Weltreise geht natürlich weiter. Und dann könnt ihr auch gerne beim nächsten Mal wieder hier einschalten bei Big M oder unserem Zweitkanal Big M TV. Macht's gut, bis dann. Giuliano, ich würde sagen, Ich danke dir. ciao, ciao. Ciao.